Am 23. März, an einem Mittwoch, hatte ich ein Testspiel mit U21. Und ja, dort ist es dann dazu gekommen, dass ich mich verletzt habe. Ja, das ist das Kreuzband. Es war in einer Situation gegen einen Flügelspieler, 1 gegen 1. Und ich wollte einen Richtungswechsel machen. Und dann bin ich mit dem rechten Fuß falsch gelandet und ja, da ist mein Knie wie gegen innen gegangen. Und dann hat man es auch gehört, knacksen. Ich habe schon gemerkt, dass irgendetwas nicht stimmt mit dem Knie. Ich hatte dann zuerst abgebrochen. Und dann ist die Physio ins Spiel reingekommen und hat mich kontrolliert. Aber ich habe gedacht, es sei nichts Schlimmes. Also ich habe jetzt nicht gedacht, dass es ein Kreuzband ist. Ich habe dann auch 5 bis 8 Minuten weitergespielt, aber ich habe dann auch gemerkt, es geht nicht mehr weiter und dann musste ich abbrechen. Es ist nicht recht schön, wenn man erfahren muss, dass man 9 Monate ausfällt. Vor allem, wenn man das nicht machen kann, was man liebt, Fußball spielen. Und ja, das verletzt einen schon, das nimmt einen schon mit. Ja, es hat Spieler gegeben, wo ich mich austauscht habe. Wie zum Beispiel der Amir Abrashi oder der Giotto. Und ja, die haben mir auch die Hilfe angeboten, dass ich jederzeit zu ihnen kommen kann und sie fragen, um was es geht, um ja, einfach Tipps holen. Und ja, mit dem Amir konnte ich viel austauschen. Er hat ja schon 2-mal Kreuzband gerissen. Da konnte ich auch viel von ihm lernen und ja, es war schon hilfreich. Die Motivation war eigentlich bei mir nie ein Problem. Also Mentalität war auch keine Frage bei mir. Es war von Anfang an bei mir immer da. Und ja, wo ich mir eigentlich die Motivation hole, ist eigentlich, wenn ich die Mannschaft spielen sehe und wenn sie auch die Match gewinnen, das reizt mich noch mehr zum mehr machen und ja, das motiviert einem schon. Ich habe von Anfang an die Unterstützung von der medizinischen Abteilung bekommen. Ich bin viel mit dem Patrick am Arbeiten und ja, ich denke, der Patrick ist ein Profi in diesem Bereich, was es anbelangt. Und ja, er weiß, was es braucht, wieder zum Zurückkommen. Man muss sich vorstellen, dass eine Verletzung, gerade bei einer Kreuzbandverletzung, ist eine sehr schwerwiegende, große Verletzung. Es ist mental eine große Herausforderung für jede Person. Auch vor allem für Sportler, junge Sportler wie jetzt der Florian, muss man sich so vorstellen, Fußball ist sein Leben, plötzlich wieder aus dem Leben sozusagen rausgerissen und muss jetzt mit einer neuen Herausforderung, neuen Challenge kämpfen, mit dem konfrontiert. Und das ist ganz, ganz schwierig. Und da ist wichtig, ein gutes Mindset zu haben. Also die mentale Stärke ist wesentlich. Und das muss ich sagen, das macht Florian bis dato hervorragend. Er arbeitet zielstrebig, ausdauernd, jeden Tag mit voller Motivation und Elan. Und das ist, glaube ich, auch der Schlüssel für mich und auch für ihn, dass wir eigentlich sehr guten Erfolg bis jetzt haben. Und es wird ihm auch weiterhin sehr viel bringen und wird schnell zurückkommen und vor allem stärker. Wir befinden uns jetzt im 5. postoperativen Monat. Das heißt, man kann jetzt erwarten, also ich möchte jetzt nichts vorgreifen, aber normalerweise sagt man, 7 bis 9 Monate ist durchschnittlich braucht die Zeit für eine erfolgreiche Rückkehr zum Sport. Aber man muss halt auch wieder eine Kosten-Nutzen-Rechnung machen, was bringt es oder was kostet es. Und indem er noch jung ist, plus wir haben die Chance oder das Glück, dass die Nazi-Teampause ist, deshalb geben wir ihm noch ein bisschen mehr Zeit. Aber aktuell ist das Ziel, dass er jetzt in einem Monat circa mit Anfang Oktober ins angepasste Mannschaftstraining einsteigt und dann eigentlich so einen Prozess durchläuft, dass er dann eigentlich 100% ready ist mit der Rückrunde im Jänner. Das ist so eigentlich unser Ziel. Ja, ich freue mich, jetzt dann bald wieder mit der Mannschaft auf dem Platz zu stehen. Und ja, also ich bin mit dem Verlauf sehr zufrieden bis jetzt. Jetzt bald 6 Monate und ja, es geht Schritt für Schritt immer besser. Die Schmerzen sind auch nicht mehr da. Ja, trotz der grossen Verletzung hat es auch positive Aspekte, wo ich viel daraus lernen konnte. Zum Beispiel wie Mentalität, Ernährung und viele Sachen auch dazu durch Spieler lernen, die auch die Erfahrung gemacht haben. Ich hatte eigentlich recht viel Zeit gehabt, vor allem dieser Verletzung, die mir
lang ausfällt. Und diese Zeit habe ich genutzt und bin recht viel mit meiner Familie gewesen. Und nach ein paar Wochen ist mir es auch wieder besser gegangen, und wieder gut laufen. Und ja, in der Freizeit habe ich auch viel unternommen mit der Familie. Die Vorfreude für die GC zu spielen ist sehr gross. Der Club bedeutet mir sehr viel. Ich bin seit 9 Jahren da und wie jeder GC-Bub möchte man für die erste Mannschaft spielen. Und ich hoffe, ich kann bald möglichst mit ihnen auf dem Platz stehen und ihnen möglichst gut helfen.